Hier zeichne ich an einer wundervollen alten Eiche auf einer Sommerwiese. Die Eiche beginne ich natürlich nicht mit den Details. Zuerst geht es um Haltung, um das gesamte Erscheinungsbild, also um das große Ganze. Die Krone wirkt nur dann lebendig, wenn sie als zusammenhängende Form gedacht wird. Nicht Blatt für Blatt, sondern Fläche gegen Fläche. Ich schaue mir an, wie das Licht über die Baumkrone läuft, wo es sich sammelt, wo es bricht, wo es ruhiger wird, dort, wo Schatten ist. Du siehst, den Himmel habe ich nur angedeutet, sodass die Eiche richtig kernig rauskommt und man das Gefühl hat, man kann selber auf diese Sommerwiese gehen und sich in den Schatten dieser mächtigen alten Eiche setzen. Den Hintergrund halte ich bewusst ruhig, dennoch aber so, dass die Eiche klar im Vordergrund steht und der Hintergrund das ganze Kunstwerk trägt. Der Stamm bekommt seine Struktur Schritt für Schritt, wie die Borke bei einer alten Eiche ist. Beim Zeichnen wechsle ich immer zwischen Nähe und Abstand. Nah, um zu verstehen, fern, um zu prüfen, ob noch alles zusammenhält. Erst wenn die Gesamtansicht von der Ferne stimmt, kann man sich um die Details kümmern und nochmal genau schauen, welche Details hebe ich hervor, was zeichne ich noch mit ein. Wann hört man denn nun auf mit so einer Zeichnung? Ja, das kann man nicht beantworten. Bei mir sagt mir das mein Gefühl, wenn ich merke, es ist stimmig und ich fühle mich wohl mit dem Ergebnis. Wenn du auch realistisch zeichnen lernen willst, dann folge mir jetzt hier auf meinem Kanal und wir sehen uns zum nächsten Video.